Mark Schwan, 57 years old, is the first chairman of the Association Alt-Bergbau, Markus Rollingstollen. Frohnau e.V. Visitor Center Markus Rollingstollen. Wir haben uns einfach hier verabredet zu einem Gespräch und ich schlage vor, wir setzen uns hier. Ja. Hallo, Mr. Schwan, und wir haben heute ein kleines Interview und ich werde Ihnen 5 kurze Fragen stellen. Gerne. Ja, und dann würde ich gleich anfangen. Ist das Einrichtung von Bergbau irgendwas mit Ihrer Kindheit zu tun? Nein, nicht direkt. Also mein Vater war nicht Bergmann, er war Pfarrer. Aber natürlich, bei uns, wo wir gewohnt haben, waren die Geschichten der Wismut noch präsent. Und meine Patenbrigade in der Schule, das war eine Brigade der Wismut. Deswegen war es natürlich in der Kindheit schon für mich ein Thema. Und das war ja auch gewissermaßen so ein Stück geheimnisvoll, weil es war vieles etwas geheim und das hat mich natürlich interessiert, wie das so ist bei Jungs. Das, was so ein bisschen geheimnisvoll ist, das will man wissen. Okay, danke schön. Und die nächste Frage, wie sind Sie zum Bergbau und Bergbauwerk eigentlich gekommen? Ja, und weil uns das natürlich interessiert hat mit diesen alten Stollen und mit diesen Bergwerken, haben wir begonnen, alte Stollen zu befahren. Wir sind also reingekrochen, das war damals verboten, auch etwas nicht ganz ungefährlich, und haben uns das angesehen. Und immer mehr hat mich das dann interessiert und begeistert. Und dann habe ich natürlich auch von ehemaligen Bergleuten vieles erzählt bekommen, wie das war. Und das hat eben dazu geführt, dass ich dann auch Bücher gelesen habe, mich mit der Historik befasst habe und dass es zu meinem Hobby geworden ist. Okay. Und was begeistert Sie an Ihrer Arbeit und was ist eigentlich schwer, was ist nervig, was eigentlich locker ist an Ihrer Arbeit? Ja, natürlich arbeiten in einem Besucherbergwerk. Das ist jeden Tag interessant. Wir haben ja ganz verschiedene Gäste, Schulklassen, auch aus verschiedenen Ländern. Und das ist immer interessant, sich dann auf die Besucher einzustellen. Und natürlich gehört ja auch dazu, dass wir die Technik pflegen müssen, reparieren, die Grubenloks. Und so ein Bergwerk ist wie eine Modellbahn, darf nie fertig werden. Wir müssen immer etwas erweitern, etwas Neues machen. Und das ist also interessant. Nervig ist manchmal, wenn Touristen kommen, Gäste, die im Urlaub sind und man denkt, sie sind auf der Flucht, keine Zeit, alles muss sofort passieren. Aber das ist selten. Ja, okay. Und ist die Finanzierung des Projekts sicher oder eher nicht? Es ist immer interessant. Natürlich, jedes Gespräch endet beim Geld. Wir sind ja kein kommunales Museum, sondern ein Verein und betreiben das Bergwerk. Und wenn wir genug Besucher haben, das ist unser Erz, dann können wir Löhne zahlen, den Strom bezahlen. Und natürlich ganz wichtig, die Vereinsmitglieder, die viel reparieren und unterhalten und uns unterstützen, die tun etwas die Abschreibung erwirtschaften. Aber natürlich bleibt es immer spannend. Okay. Und wie sehen Sie die Zukunft von diesem Bergwerk? Ja, die Zukunft von unserem Besucherbergwerk sehe ich sehr positiv. Gerade jetzt, wo wir kurz davor stehen, zum Weltkulturerbe zu gehören, das ist natürlich für unser Besucherbergwerk eine große Auszeichnung, dass wir da mit dazugehören dürfen. Das wird sicherlich dazu führen, dass noch mehr Touristen kommen. Und das macht natürlich die Finanzierung stabiler. Und das ist für uns natürlich auch Motivation, immer weiter dran zu bleiben und das Bergwerk interessant zu gestalten und ja, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. Also eine Frage, mit welchen Gedanken und warum haben Sie das eigentlich nachgebaut und wer war sozusagen verrückt, in einem Berg ein Rad sozusagen nachzubauen? Also die Idee kam aus den Vereinen. Die Mitglieder des Vereins haben gesagt, es wäre doch schön, so ein Rad wieder zeigen zu können, da das originale Rad ja nicht mehr erhalten war und ein Rad zu bestellen und bauen zu lassen war zu teuer. Und da haben die Mitglieder des Vereins gesagt, wir bauen es selber. Und nach alten Vorlagen von Georg Agricola wurde dann dieses Wasserrad nachgebaut. Das war natürlich eine Herausforderung, wir haben noch nie so ein Rad gebaut.
Und 1995 im Sommer wurde begonnen und im Januar 1996 war das Rad dann fertig. Und viele Besucher staunen über diese Technik. Und natürlich von mir ein herzliches Glück auf. Dankeschön.